Ja, und damit herzlich willkommen in diesem neuen Piano-Tutorial. Mein Name ist Florian, aka Zyrael von cyraelpiano.de, und im heutigen Video möchte ich euch dieses Stück hier, diese kleine Melodie mal näher vorstellen. Also ein wirklich schönes kleines Melodiestück, was auch Anfänger ganz einfach hier auf dem Klavier mal üben können. Wir starten mal direkt rein ins Tutorial. Wenn euch das Ganze gefällt, vergesst nicht, ein Like dazulassen oder auch gerne mir Feedback zu geben in die Kommentare, wenn euch das Ganze auch wenn euch das Ganze nicht gefällt, ja, gerne immer Feedback hinterlassen, würde ich mich sehr freuen. Und wir bauen das Ganze so auf, dass ich euch erstmal zeige, was die rechte Hand spielt, dann die linke Hand und dann nehmen wir beide Hände hier zusammen. Starten wir mal mit der rechten Hand. Ich zeige euch mal den ersten kleinen Unterabschnitt dieser Melodie. Bis dahin. Also wir starten hier auf dem C und dann spielen wir Folgendes. Das ist der erste kleine Unterabschnitt, den ich mal üben würde mit euch. Und zwar ganz wichtig hierbei die Schwierigkeit, wir gehen hier hoch. Ne? Wir spielen erst C, dann D und dann bewegt sich der Daumen, ihr seht es hier unten schon, zum F. Ja? Dann geht es weiter, hier zum G, zum A, hoch zum B und dann springen wir wieder mit dem Daumen hier runter zum D. Also der Daumen bewegt sich hier eine ganze Menge. Ne? Deswegen ist das gar nicht so einfach. Das muss man erstmal trainieren. Ja, erstmal hier diesen Sprung, dass man das übt, ne? Dass man diesen Untergriff hier macht mit dem Daumen. Ne? In dem Moment, wo wir hier auf dem D landen mit dem Zeigefinger, zack, springt der Daumen hier schon zum F. Dann geht's weiter, ne? Dann springt der Zeigefinger auch wieder hier rüber, ne? Dass wir mit dem Zeigefinger auch hier auf dem G landen können. Das heißt, in dem Moment, zack, wo ich hier mit dem Daumen auf dem F lande, bewegt sich der Zeigefinger auch schon hier zum G. Ja, also gar nicht so einfach. Vielleicht auch das hier mal üben, wenn ihr da Schwierigkeiten habt. Ja. Und dann gehen wir hier einfach hoch, Zeigefinger, Mittelfinger und der Ringfinger ist dann hier oben auf dem B. Und auch hier bewegt sich der Daumen dann wieder hier rüber. Ne? In dem Moment, wo wir hier auf dem B sind, zack, geht der Daumen hier zum D wieder. Also das allein schon eine richtig schöne Fingerübung. Deswegen habe ich mir dieses kleine Musikstück hier ausgesucht. Dann geht's weiter. Also wir spielen G, F, wieder das G und dann springen wir aber hier zum E und spielen einfach runter zum C. E, D, C, ja? Das ist die Grundmelodie des ganzen Stückes, ne? Dieses und hier auch auf den Rhythmus und die Geschwindigkeit achten, ne? Das sage ich jetzt nicht nochmal im Detail. Da einfach darauf achten, wie ich das spiele, in welchem Rhythmus. Das ist hier ganz wichtig, ne? Dass wir den richtigen Rhythmus haben. Dann geht's weiter mit der rechten Hand. Das ist der nächste Abschnitt. Also eigentlich nochmal dasselbe, ne? Bis dahin alles gleich wie im ersten Teil. Ja, wieder hier hoch, dann wieder mit dem Daumen mit diesem Sprung hier und dann mit dem Daumen hier auf dem D landen. Aber jetzt gehen wir nicht hier runter wieder zum C, sondern gehen hier wieder zum G, wieder zum F, wieder zum G, aber enden jetzt hier auf dem E. Ne, eben haben wir das gespielt, da sind wir zum C runter und jetzt enden wir hier auf dem E. Ja? Okay, mal beide Abschnitte zusammen auch gerne üben. Dann geht's weiter. Nochmal genau das gleiche, das wiederholt sich nochmal, deswegen gehe ich jetzt nicht nochmal im Detail durch. Das ist genau das gleiche wie im ersten Part. Und dann
auch wieder bis hierhin gleich, aber jetzt wieder, also auch hier noch gleich, ne, das G, auch hier noch gleich. Ja, also G und F, aber jetzt E, F. Also jetzt enden wir hier auf dem F, ne? Also wir haben hier 3 verschiedene Varianten. Wir haben einmal, das war die erste Variante, dann zweite Variante, war die hier und jetzt enden wir hier auf dem F. Also bis hierhin alles gleich, F, E, F. Was ich eben nicht gesagt habe, also wenn wir das zweite Mal das hier wiederholen, ja, also wir spielen erst so, Entschuldigung, dann machen wir jetzt nicht nochmal diesen Voranschlag auf dem C, sondern spielen direkt das D, ne? Ja, also spielen nicht, sondern nur, ja. Ich zeig's dir nochmal. Und jetzt direkt das D, ja. Okay, und das ist schon der ganze erste Abschnitt, den die rechte Hand hier spielt. Ich wiederhole nochmal. Genau. So, dann als nächstes springt die rechte Hand hier runter und wir spielen das Ganze eine Oktave tiefer. Ne? Da müssen wir jetzt hier wirklich einmal von dem C hier zum dem C runterspringen und jetzt spielen wir dasselbe nochmal eine Oktave tiefer. Ja? Also es fängt genau gleich an. Ja, dann spielen wir wieder nur das D. Alles gleich bis hierhin, ja. Also das ist genau das gleiche wie im ersten Abschnitt. Und jetzt schlagen wir das hier aber mehrfach an, ne? Um denen so ein bisschen Würze noch zu verleihen, ne? Eben haben wir wirklich einfach nur so gespielt und jetzt schlagen wir das zweimal an. Dann wieder genau dasselbe. Und jetzt geht's hier weiter und jetzt wird es ein bisschen anders, als wir es im ersten Part hatten. Zum Abschluss, jetzt beenden wir hier diese Melodie damit. Und zwar schlagen wir jetzt wieder das D an, wie gehabt, gehen hier hoch, aber gehen jetzt nicht hier zum B, sondern gehen hier zum H. Und spielen H, G, D. A, F, G, F. Okay, also das klingt dann so, ne? Genau das. Also das ist sozusagen dann der Abschluss hier dieser kleinen Melodie. Und das ist die rechte Hand hier. Ja? Ich spiele die rechte Hand noch einmal komplett vor. Wir fangen hier oben an. Dann springen wir runter zum F, hier unten in der Oktave. Alles gleich, aber jetzt Doppelanschlag. Und der Abschluss der rechten Hand. Genau, und das ist schon alles, was die rechte Hand hier in dieser Melodie spielt. So, auf der linken Hand brauchen wir letztendlich nur folgende 4 Akkorde, die sich dann ständig wiederholen. Einmal F-Dur, B-Dur, D-Moll und C-Dur. Das sind die 4 Akkorde, die wir spielen, ja. F-Dur, B-Dur, D-Moll, C-Dur. Das wäre schon mal die erste Übung hier auf der linken Hand. Einfach nur immer wieder, genau so wie ich das hier mache, diese 4 Akkorde anzuschlagen. Ja? Bevor wir dann zum Muster kommen.
Wenn du das soweit hast, also wenn du die Akkorde hier so spielen kannst, sie dir eingeprägt hast, dann zeige ich dir jetzt das Muster, was wir spielen, was sich ständig wiederholt. Und zwar ist das dieses hier. Ja? Das ist das Muster auf der linken Hand. Also wir schlagen den Akkord im Wechselanschlag an, ne? Und schlagen also die beiden, ne, den zweiten und den, also diese beiden Töne, den zweiten und den dritten Ton des Akkordes, schlagen wir zweimal an. Ne? Also im Wechselanschlag. Erst der Grundton und dann die beiden anderen Töne des Akkordes. Ja, und dann B, D, C. Ja? Auch das kannst du erstmal soweit üben. Ist ja auch eine schöne Fingerübung, ja? Deswegen finde ich dieses Stück ganz, ganz cool, weil man hier einfach auch ein bisschen so ein paar kleine Fingerübungen gleichzeitig mit hat. Und lernt auch gleichzeitig noch einen schönen Song hier zu spielen. Okay, also das einfach ein bisschen üben, ja? Und dann zeige ich dir jetzt mal die einzelnen Abschnitte, die linke Hand spielt. Also zunächst geht's so los, wir fangen mit F an. F-Dur, dann B-Dur, dann D-Moll und dann C-Dur. Das ist der erste Abschnitt, also im Prinzip das, was du eben schon geübt hast, ja? Erster Abschnitt auf der linken Hand. Dann kommt der zweite Abschnitt der linken Hand. Wir fangen wieder bei F-Dur an. B-Dur. Aber jetzt wiederholen wir B-Dur nochmal. Und dann gehen wir gleich zu C-Dur. Das ist der zweite Abschnitt der linken Hand. Also F-Dur, B-Dur, nochmal B-Dur, C-Dur. Jetzt geht's weiter. Achtung, jetzt ändert sich ein bisschen was. Und zwar spielen wir jetzt D-Moll als nächsten Abschnitt. Beginnt mit D-Moll, aber wir spielen es wie folgt. So hier. Also im Prinzip spielen wir hier erst D-Moll und dann F-Dur, ne, weil das wäre hier der F-Dur-Akkord in der zweiten Umkehrung, ja, erste, also Grundakkord, erste Umkehrung, zweite Umkehrung. Und wir spielen also D-Moll erst und dann F-Dur, aber so hier. Hier auch bitte auf den Rhythmus achten. Da, 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 ne, das ist der Rhythmus. Das muss man erstmal üben. Auch bitte so anschlagen, die Akkorde. Ja, immer mit kleinem Finger, Mittelfinger, Daumen. Das ist so die beste Technik. Da kannst du dann mit dem Daumen hier, mit dem kleinen Finger hier rüber wechseln vom D zum C, ne? Also das ist hier der erste kleine Teil des dritten Abschnittes. Ja, dann spielen wir wieder B-Dur. Dann wieder D-Moll. Also der Rest ist wieder gleich. Bloß am Anfang hier. Das ist der Unterschied. Ja? Dann nächster Abschnitt. Das wiederholt sich nochmal. Dann kommt B-Dur wieder. Und jetzt springen wir aber nicht zu D-Moll, sondern direkt zu C-Dur. Spielen C-Dur so. Also einmal hier dieser Wechsel. Und dann der ganze Akkord. Ja? Also wir wiederholen das hier nicht zweimal, sondern spielen dann einmal den ganzen Akkord aus. C, dann die beiden Töne, also die beiden Töne ist gut, also das E und das G und dann der ganze Akkord. Und dann springen wir nochmal zu F-Dur. Und das war's. Letzter Abschnitt nochmal. Ich wiederhole den letzten Abschnitt nochmal ganz langsam. Also, das wiederholt sich wieder, dann springen wir zu B-Dur. C-Dur im ganzen Akkord und jetzt F-Dur. Das ist das, was die linke Hand hier spielt, während wir mit der rechten Hand hier oben sind. Ja, jetzt bin ich gerade auf dem C gelandet. Also das spielt die linke Hand, während wir mit der rechten Hand hier oben sind. Jetzt springt er die rechte Hand hier runter und jetzt wiederholen wir das Ganze nochmal auf der linken Hand. Also wieder.
Das hatten wir alles schon. Bis hierhin also alles gleich. Wir wiederholen diese 3 Abschnitte einfach nochmal. Und jetzt der letzte, 4. Abschnitt, da enden wir ja hier auf der rechten Hand. So, und dementsprechend spielt auch die linke Hand etwas anderes. Und zwar, das bleibt gleich. Aber jetzt spielen wir hier also dann das H, das D und das G. Springen hier hoch zum B. Das kennen wir ja schon, aber nur einmal und dann einmal das C. Und jetzt springen wir direkt zum F wieder. Und enden auf dem F. Ich wiederhole das Ganze nochmal ganz langsam hier. Ja, ich kann ja den letzten Abschnitt nochmal langsam wiederholen. Vielleicht war es jetzt ein bisschen schnell. Also, wir springen dann hier zum H. Zweimal das D und das G anschlagen und dann zum B. Einmal C kurz hier anschlagen und zum F. Und das ist die Begleitung der linken Hand. Ganz wichtig, üb die linke Hand wirklich erstmal wieder, bis du sie aus dem Kopf ohne Probleme spielen kannst, und geh jetzt erst dann weiter, wenn du das soweit kannst. Erst wirklich hier beide Hände zusammennehmen, sonst kommst du hier durcheinander. Und jetzt, wenn wir das soweit drauf haben, können wir also mal beide Hände zusammennehmen. Und ich mache das wie folgt. Also ich werde dir das jetzt ganz, ganz langsam vorspielen und du kannst es dir dann nochmal in Ruhe angucken, um dann zu schauen, wie genau du das jetzt zusammenspielst. Ne? Ich werde da jetzt nicht nochmal ins Detail gehen. Du musst wirklich die rechte Hand üben, den Rhythmus der rechten Hand einhalten, den der linken Hand, und musst dann für dich einfach wirklich ganz langsam hier beide Hände zusammen üben. Aber wir gehen das Schritt für Schritt durch. Ne? Ich zeige dir das mal ganz langsam. Okay, also rechte Hand beginnt, linke Hand ist auf dem F, rechte auf dem C. Bis dahin. Also mehr würde ich erstmal gar nicht als ersten Abschnitt üben. Ja, nochmal langsam. Okay. Erster kleiner Abschnitt. Dann geht's weiter. Bis dahin. Wenn du das soweit kannst, ja, wirklich üb das ganz, ganz langsam in Zeitlupe erst einmal, wenn du da Probleme hast. Dann kannst du beide Abschnitte nochmal zusammen üben, ja. Und in dem Moment, wo wir hier das zweite Mal das E und das G anschlagen, schlägt hier eigentlich schon das C an zum nächsten Abschnitt. Das muss man hier auch beachten im Rhythmus, ja. Und schon, wenn wir hier auf dem F landen, spielt hier dann das D. Das ist der nächste Abschnitt, ne, mit beiden Händen, nochmal langsam. Ja, und der letzte Abschnitt. Ja, also wenn wir hier auf dem F landen, landen wir hier auf dem A und dem C. Ja, und dann, wenn wir das soweit haben, springt die rechte Hand hier runter und es geht wieder von vorne los, einfach hier unten. Dann spielen wir das nochmal. Also wenn du hier an der Stelle das hier oben schon geübt hast, mit rechter und linker Hand das soweit hinkriegst, dann hat sich das ja verinnerlicht, dann kriegst du das hier unten automatisch auch hin. Ja, also da wiederholt sich das Ganze ja nochmal. Und hier ganz wichtig. Wir gehen also mit der rechten Hand dann schon in den nächsten Abschnitt immer über, wenn die linke Hand hier noch
den ersten spielt, ne? Also die Begleitung spielt. Ja, also wenn wir hier zweimal anschlagen, schlägt hier schon das C an. Nur als Hinweis hier an der Stelle hinsichtlich des Rhythmuses, ja. Und dann bis dahin wieder gleich. Und jetzt spiele ich dir ganz langsam hier nochmal den letzten Abschnitt vor. Der ist natürlich ein bisschen kniffliger. Das ist hier der letzte Abschnitt dann. Und dann haben wir es schon. Wenn dir das jetzt ein bisschen zu schnell ging, schau dir das in Ruhe nochmal an, geh nochmal zurück. Schau dir an, wie ich das spiele. Das ist ja das Schöne bei so einem YouTube-Video, dass du das Ganze nochmal auch pausieren kannst, nochmal zurückgehen kannst. Aber das ist es im Prinzip schon. Ja? Ich kann dir jetzt nochmal alles vorspielen, nehme auch mal das Haltepedal mit dazu. Und beim Haltepedal mache ich es immer so, wenn ich hier in der linken Hand immer kurz springe, dann gehe ich kurz vom Haltepedal runter und wieder drauf, ja? Jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Ne, damit die Musik nicht zu sehr verschwimmt. Wenn ich jetzt nur drauf bleibe, merkst du, wird es hier ein bisschen zu verschwommen. Deswegen einfach hier, immer wenn wir hier auf der linken Hand den Akkord wechseln. Ja, ich spiele nochmal alles vor und ja, dann kannst du dir das nochmal in Ruhe anschauen, üben. Und vielleicht auch dann schon selber spielen. Das wäre natürlich sehr schön. Also ich spiele nochmal alles komplett vor. Jetzt gehen wir hier runter. Jetzt wiederholt sich nochmal. Und das war's. Und das könnte man jetzt in Endlosschleife hier so weiterspielen. Man könnte wieder hier hochgehen. Ja, also man könnte es ewig weiterspielen hier an der Stelle. Sehr, sehr schöne kleine Melodie. Die Originalmelodie ist übrigens eigentlich eine Theme aus dem Efteling. Also das ist ein Freizeitpark in den Niederlanden. Und die haben bei der Attraktion Der Fliegende Holländer, also dieses Stück hier direkt für diese Attraktion komponiert. Habe ich zufällig mal gefunden. Ist aber ein sehr, sehr cooles, kleines Stück, wie ich finde. Klingt sehr fröhlich, macht irgendwie gute Laune. Und wie du siehst, ist es auch eine super Fingerübung und eine super Klavierübung, wenn man das hier mal einstudiert. Das würde natürlich noch weitergehen, also das ist jetzt nicht das ganze Stück. Das geht noch weiter, aber diese Grundmelodie, also dieser Refrain hier, der wiederholt sich dann in dem Stück immer und immer wieder. Ne? Das Ganze geht aber natürlich noch ein bisschen länger. Ja, reicht aber hier an der Stelle. Finde ich, sehr, sehr schöne Übung, vor allem auch für Piano-Anfänger, um hier diese Fingerhaltung und diese Fingerfertigkeit zu trainieren, also wie so eine kleine Fingerübung, aber auch um das Zusammenspiel beider Hände zu trainieren und das Rhythmusgefühl. Sehr, sehr cool. Viel Spaß damit. Das war's erstmal für dieses Video. Ich hoffe, dir hat dieses kleine Piano-Tutorial gefallen. Feedback gerne in die Kommentare. Wenn du noch mehr Interesse hast an meinem Content, schau mal unten in der Videobeschreibung. Da findest du einerseits meinen Piano-Crash-Kurs, aber auch meinen umfangreichen Piano-Anfänger-Kurs. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du da mal auf cyraelpiano.de reinschaust. Kann ich dir nur empfehlen, wenn du dein Klavierspiel verbessern willst. Und dann ja, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag noch, eine wunderschöne Woche und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann.